In diesem Video nehmen wir euch wieder mit über die Grenze nach Chile. Wir fahren durch tolle Landschaften, besuchen die Großstadt Santiago de Chile und verlieben uns in die Weingüter in dieser Region. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Aber alle anderen Autos wurden rausgewunken. Aber ist ganz entspannt. Gut. I'm feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Schon die Strecke zur Grenze nach Chile gefällt uns hier richtig gut. Diverse Tunnel führen durch die Bergregion, die im Winter ein gut besuchtes Skigebiet darstellt. Und bevor wir über die Grenze fahren, gibt es hier in Argentinien noch einen Berg, den wir uns anschauen wollen. Wir sind jetzt am Visitor Center vom Aconcagua Provincial Park und eigentlich hatten wir gedacht, wir könnten zu so einer Lagune gehen, aber dafür muss man auch bezahlen, genauso wie alle anderen Wanderungen, außer die ganz kurze, die wir jetzt machen, die wahrscheinlich, ich sehe es gerade, 400 Meter ist, man braucht 20 Minuten, das ist aber sehr lange. Und alle anderen, für die muss man bezahlen und das kann man nur bei Western Union in Mendoza. Also das ist irgendwie komisch, warum man das nicht online kann oder warum man nicht vor Ort bezahlen kann. Verstehen wir nicht so ganz. Aber deswegen gibt es hier nur eine kleine Wanderung. Oder Wanderung kann man schon gar nicht mehr nennen. Einen kleinen Spaziergang. Aber hoffentlich haben wir einen guten Blick. Da hinten ist der Aconcagua. Sieht viel niedriger aus als der Berg links. Ist aber der höchste Berg Amerikas. Nach unserer sehr kurzen Wanderung geht es weiter auf dieser schlechten Straße, ist echt nicht so gut. Und in 20 Kilometer ist die Grenze nach Chile. Die soll relativ streng sein. Ich bin mal gespannt, gibt doch schon ordentlichen Stau scheinbar. Wir fahren durch den Tunnel durch, man könnte auch oben über den Pass drüber. Aber ja, soll jetzt nicht ganz so spektakulär sein und ist dann wieder Schotter. Deswegen nehmen wir den kürzeren Weg. Schauen mal, wie lange es an der Grenze dauert. Noch 750 Meter bis zur Grenze und wir stehen im Stau. Mal schauen, wie lange das so dauert. Es ist jetzt 5:12 Uhr. Das heißt, wir stehen seit einer Stunde hier im Stau. Wir sind schon ein gutes Stück vorangekommen, aber wahrscheinlich dauert es noch so 20 Minuten vielleicht, bis wir dann mal dran sind. Vielleicht. Und es ist tatsächlich interessant, hinter uns sind 3 Autos. Das heißt, die lassen wahrscheinlich vorne tatsächlich keinen durch. Wir standen ja in diesem kleinen Skiort, wo sie alle rausgewunken haben, auf dem Parkplatz. Und als wir dann gesagt haben, wir wollen zu diesem Aussichtspunkt wandern gehen, haben sie uns ja durchgelassen. Ja, und da wussten wir ja noch nicht, dass wir da nur so kurz bleiben. Ja, aber von daher vielleicht ganz gut, dass wir jetzt nicht auf diesem Parkplatz stehen, sondern schon in der Schlange. Das mit dem Rauswinken hat mir, glaube ich, nicht erzählt. Da war so ein kleiner Skiort. Hier gibt es ein paar Skigebiete scheinbar. Und da stand jemand, ich glaube, von der Verkehrspolizei auf der Straße und hat gefragt, wo wir hinwollen. Und da haben wir gesagt, wir möchten eine kleine Wanderung machen. Und deswegen durften wir weiterfahren. Aber alle anderen Autos wurden rausgewunken und mussten auf dem Parkplatz parken. Und ja, scheinbar regeln die da irgendwie den Grenzverkehr. So ganz genau haben wir es auch noch nicht verstanden, was die machen. Aber vielleicht wollen die erstmal, dass die Schlange hier weg ist. Und lassen dann Autos nach. Mal schauen. Aber wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil wir ja hoffentlich gleich hier gut durchkommen. Mal schauen, ob wir gleich da die Rampe hoch müssen oder ob wir irgendwo anders reinfahren dürfen. Ah, direkt so ein Ding, okay. Weit ist denn entfernt? Okay, das ist Luft. Das ist ordentlich Luft, was? Wo sollen wir jetzt parken? Keine Ahnung. Ah, okay, da gibt es einen Zettel. Wir haben es geschafft.
aber es war irgendwie ziemlich kompliziert. Wobei so eine Grenze ja eigentlich einfach ist. Aber wir haben erstmal über eine Stunde im Stau gestanden oder angestanden. Und wir waren so einer der letzten Fahrzeuge, die schon mal reingekommen sind, vielleicht vor der Mittagspause oder was auch immer. Und ja, dann sind wir erst zur chilenischen Immigration gegangen, weil es keine argentinische gab. Dann mussten wir aber noch irgendwas bei einem anderen Typen machen, wo dann der Chilene uns geholfen hat. Dann hat der da alles fertig gemacht. Dann gab es die Frucht- und Obst- und Co-Kontrolle mit Hund sogar. Ich glaube, das ist das erste Mal mit Hund gewesen. Ich kontrolliere, glaube ich, jedes Auto mit Hund. Wir mussten Brokkoli und 3 Knoblauchknollen abgeben, aber hatten wir einkalkuliert. Die Salami durften wir behalten, aber war nur noch ein kleines Stück. Und dann wurde noch das argentinische Tipp gemacht. Irgendwie hat der Typ, der es machen wollte, nicht hingekriegt und musste dann eine Kollegin fragen. Das hat dann auch irgendwann geklappt. Und dann mussten wir uns das argentinische Tipp canceln. Da wurde uns von den Chinesen gesagt, ja, das braucht ihr nicht, das braucht ihr nicht. Glücklicherweise wussten wir, dass wir es brauchen und sind dann einfach durch eine Notausgangstür durchgegangen, wo stand nicht durchgehen. Und da waren wir dann richtig. Und da stand dann AK, dem Schild sind wir einfach gefolgt. Und dann haben wir den richtigen Typen gefunden. Wir hatten eigentlich gehofft, wir kriegen noch einen Stempel auf unseren Tipp. Haben wir aber nicht, aber er hat was im System eingegeben und einen Zettel behalten. Also denken wir mal, dass das richtig ist. Und jetzt fahren wir Richtung Santiago de Chile. Da werden wir heute, glaube ich, aber nicht mehr hinkommen. Aber morgen dann wahrscheinlich. Direkt hinter der Grenze beginnt eine der beeindruckendsten Straßen Südamerikas. Dutzende enge Serpentinen schlängeln sich durch die karge Andenlandschaft Chiles. Steil, kurvig und spektakulär. Auf wenigen Kilometern verliert die Straße hunderte Höhenmeter und eröffnet dabei immer wieder neue Ausblicke auf die endlose Berglandschaft. Vor allem aus der Luft wird sichtbar, wie außergewöhnlich diese Strecke wirklich ist. Eine Straße, die sich wie ein riesiges Band durch die Anden zieht und dadurch wohl nicht umsonst für viele Reisende zu den schönsten Passstraßen hier unten gehört. Der Parkplatz für die Nacht. Hier wird scheinbar auch schon mal öfters Lagerfeuer gemacht. Hoffentlich heute nicht. Also natürlich würde ich gerne mal wieder Lagerfeuer machen. Aber wir haben kein Holz dabei. Und das, was hier liegt, ist ein bisschen wenig. Demzufolge müssten andere Leute kommen, um Holz mitzubringen. Und ich glaube, es kommt keiner mehr, den wir kennen. Und es ist definitiv zu trocken für ein Lagerfeuer. Am gleichen Abend gab es leider noch einen Waldbrand in der Nähe. Keine Seltenheit hier leider. Dennoch genießen wir die Natur und Weitläufigkeit hier sehr, bevor es für uns als nächstes in eine Großstadt geht. Unser Stellplatz in Santiago de Chile hat einen Pool, den wir direkt mal zur Abkühlung nutzen, bevor wir uns ins Uber setzen, um in die Stadt zu fahren. Guten Morgen. Wir sind gerade schon mit Uber gefahren. Morgen! Und jetzt fahren wir gleich mit der U-Bahn in die Stadt von Santiago de Chile. Santiago de Chile ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Chiles, eine riesige Metropole voller Kontraste. Zwischen modernen Hochhäusern, historischen Gebäuden und lebendigen Vierteln trifft hier koloniale Geschichte auf das moderne Südamerika. Besonders in den Straßen der Innenstadt spürt man, wie vielfältig die Stadt eigentlich ist. Kleine Cafés, Straßenmusiker, Märkte und unzählige Menschen prägen das Bild der chilenischen Hauptstadt.
Da ist eigentlich der alte Präsidentenpalast, aber der wird scheinbar gerade saniert. Während Santiago normalerweise von geraden Straßen und einem klaren Raster geprägt ist, verlaufen die kleinen Gassen hier im Stadtteil Paris-Londres geschwungen und unregelmäßig, fast wie in einer europäischen Altstadt, von deren Einflüssen dieser Stadtteil geprägt ist. Da ist einer glücklich. Leckeres Eis gibt's. Also ich hoffe, dass es lecker ist. Ja. Maracuja ist gut. Und Mango auch. Sieht ziemlich gleich aus, aber schmeckt sehr gut. An Schokolade kommst du noch nicht dran, ne? Ja, doch hier unten. Belgische Schokolade. Oh ja, die Schokolade ist richtig gut. Okay, tschö, muss essen. Na? Das Eis ist aufgegessen und jetzt geht's weiter durch das sehr schöne Viertel Paris. Londres ist klein, aber fein. Das ist der alte Bahnhof von Santiago. Nein, Santiago. Aber es gibt wohl keine Bahn mehr. Und da hinten waren mal die Gleise. Aber eine sehr schöne Stahlkonstruktion. Es gibt Fisch. Naja, hört man sowieso nicht. Der Fisch war auf jeden Fall sehr lecker, oder? Was sagst du? Viel. Also es war eine riesen Portion und wirklich super lecker. Und die Pommes waren sogar selbst gemacht. Auf dem Weg zum nächsten Ziel sind wir irgendwie im Klamottenviertel gelandet. Hier kann man gefühlt alles kaufen. Wobei der Style ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber wir haben das Ziel schon in Sicht. Da fahren wir gleich eine Runde Standseilbahn. Ah, guck mal, die haben hier so eine Spur, wo du aneinander vorbeifahren kannst. Wir sind jetzt mit der Standseilbahn nach oben gefahren, auf den Aussichtsberg, und gleich gehen wir noch da ein kleines Stück höher und dann haben wir hoffentlich nochmal eine gute Sicht. Und runter geht's dann mit der Seilbahn. Links die rote Bahn sind wir hochgefahren und rechts die blaue fahren wir wieder runter. Da steht das Höchstgebäude Südamerikas. Man könnte auch hochfahren in den 63. Stock, glaube ich. Kostet aber $20 pro Person. Deswegen ist es gestrichen. Wo geht's denn hier rein? Da oder was? Da sieht man nochmal den Turm. Wir haben unsere eigene Kabine für uns. Ist gerade noch Licht angegangen. Da ist dunkel hier. Aber ist ganz entspannt.
Wir fahren wieder raus aus der Stadt und suchen uns einen schönen Platz am Meer. La Boca ist vor allem auch bei Surfern beliebt und die ganze Gegend hier macht einen sehr entspannten Eindruck. Guten Morgen, wir sind gestern noch zum Meer gefahren und jetzt ist erstmal ein bisschen Sport dran. Jessie ist da, das ist meine Matte. Und hier ist das Meer. Nicht so gutes Wetter, aber das ist ja meistens am Meer so wegen dem Humboldt-Strom. Es gibt Pancakes mit fast guter Aussicht. Das einzige Auto, was noch da ist, außer die Camper neben uns, parkt vor uns. Da hinten kommt der blaue Himmel. Er ist bei uns noch nicht ganz angekommen, aber ein bisschen mehr als 24 Stunden nach unserer Ankunft kam mir gleich Sonne. Es gibt seit langem mal wieder Brötchen. Nach 2 entspannten Tagen am Meer geht's weiter. Wir steuern eine Weinregion an und hier explizit ein kleines Weingut, was uns als sehr sympathisch empfohlen wurde. Wir sind auf einem Weingut und Jessie erkundet schon mal die Lage. Ein sehr schicker Mercedes Ponton, aber er bräuchte ein bisschen Liebe. Putzen wir mal gut. Ja, krass. Ah. Prost, wir haben ein Merlot, Cabernet und Cabernet Sauvignon probiert. Der Cabernet hat uns am wenigsten geschmeckt, der Rest war eigentlich gut. Nach einer sehr interessanten Führung haben wir uns jetzt noch ein Fläschchen gegönnt, und zwar einen Cabernet Sauvignon von 2018. Die Region rund um Valle de Colchagua gehört zu den bekanntesten Weinanbaugebieten Chiles. Durch das mediterrane Klima mit warmen Tagen und kühlen Nächten entstehen hier ideale Bedingungen für den Weinbau. Besonders berühmt ist die Region für kräftige Rotweine. Viele der Weingüter produzieren inzwischen international ausgezeichnete Weine und laden Besucher zur Verkostung direkt zwischen den Reben ein. Trotz der weltweiten Bekanntheit wirkt die Region noch erstaunlich ursprünglich. Mit ländlichen Dörfern, traditionellen Bauernhöfen und endlosen Weinbergen, die sich durch die Täler Zentral-Chiles ziehen. Als nächstes wollen wir einen Nationalpark besuchen. Da Nationalparks in Chile montags aber geschlossen haben, fahren wir nur so nah dran wie möglich und bleiben hier noch eine Nacht. Unsere Flammstartanlage geht ja gerade mal wieder nicht. Mal schauen, wie es bei 9,8 Grad
Wahrscheinlich war es die Nacht kälter, wie gut der Wagen anspringt. Wird wahrscheinlich ein bisschen mucken. Oder auch nicht. Guten Morgen aus dem Nationalpark Radalj Siete Tassas. Wir sind gestern Abend ja noch bis kurz vorm Park gefahren und konnten da auf dem Parkplatz einfach stehen. Das war eigentlich über Nacht ganz entspannt. Wir haben dann gestern Abend dann noch einen Wasserfall angeschaut. Das war auch sehr schön. Ja, und haben aber eigentlich gedacht, das Wetter würde nicht auf unserer Seite sein. Es war gestern total nieselig und bewölkt. Aber heute Morgen blauer Himmel und Sonnenschein. Und jetzt sind wir die Ersten hier im Park, beziehungsweise auf unserer ersten Tour. Ich glaube knapp 2 Kilometer bis zur ersten Aussichtsstelle hier. Das heißt, wir fangen mal klein an, aber haben noch ein bisschen was vor heute. Da hinten sind die Tassen vom Radalj Siete Tassas. Liegt noch alles ein bisschen im Schatten, aber ich glaube, man sieht es schon gut. Oh jo, hier kommt auch direkt warm. Ja, und da hinten ist der Wasserfall. Der liegt natürlich voll im Schatten gerade. Da hinten ist der Wasserfall. Ein bisschen viel Gegenlicht, aber man kann den Wasserfall trotzdem schön sehen. Hier sieht man jetzt mal aufgezeichnet, warum das alles hier Siete Tassas heißt. Weil die Wasserbecken wie Tassen sein sollen, also 7 Tassen. Lässt sich jetzt in der Natur nicht ganz so gut erkennen, aber die Becken ja auf jeden Fall ein bisschen. Und nach 1,8 Kilometer und 40 Minuten sind wir zurück am Parkplatz und fahren jetzt noch zum Park Ingles, der auch hierzu gehört. Wir haben jetzt hier auf diesem Campground geparkt und bleiben auch über Nacht und starten jetzt auf unsere zweite Wanderung. Wir starten auf die Wanderung. Uns wurde gerade noch von einem Guide was erklärt, sogar auf Englisch. Und jetzt geht's los. Ungefähr 10 Kilometer und man soll unterwegs an einem Wasserfall schwimmen können. Der sieht anders aus. Ja, ich kriege Essen, aber. Wir kommen aus dem Wald raus und die Vegetation sieht direkt ganz anders aus. Sowas wie Agaven. Und man hat einen sehr guten Blick. Also die Aussicht von hier oben ist schon echt gut. Da hinten ziehen so ein bisschen Wolken auf, aber die sind noch nicht hier. Von daher, gerade ist die Sicht echt richtig schön. Das ist mal ein ordentliches Panorama. Vorne gelb mit blau, hinten braun. So langsam geht's runter Richtung Fluss
Und hier sieht es schon eigentlich so aus, als wenn man irgendwo in Deutschland im Wald, muss sich das Bambus, was ab und zu mal zwischendrin steht, wegdenken. Aber ansonsten schon ein eher europäischer Wald, so wie man ihn kennt. Auch wenn die Bäume wahrscheinlich nicht bei uns wachsen, aber es sieht so aus. Die Mittagspause ist vorbei und jetzt geht's zum Fluss. Wir sind schon ein paar Meter unterwegs und ich höre schon was rauschen. Schauen wir uns das mal an. Hier soll man schwimmen können. Jetzt werden wir mal schauen, wo wir ein Plätzchen finden. Da vorne sind auf jeden Fall schon einige Leute. Wir haben ein Plätzchen gefunden. Hier ist sogar ein bisschen tieferes Wasser. Weiter vorne ist nur so, ja, ganz seicht. Da hinten geht es scheinbar irgendwie einen kleinen Wasserfall runter, aber es sollte hier vorne kein Problem sein. Ich gehe mal rein. Ich glaube, es ist kalt. Das ist ultra kalt. Mann oder Memme, da hinten sind Kinder drin. Oh. Oh. Ja, komm! Ja, komm! Wieder los! Oh. Okay. Also ich bin eindeutig Einländer. Es ist so kalt. Aber es ist richtig erfrischend. Bei dem Wetter natürlich toll. Also mit dem schlechten Wetter gestern hat es, glaube ich, keinen Spaß gemacht, aber so ist es natürlich mega. Das ist ein schönes Panorama. Ja, was erzählst du denn? Bist du ein dicker Kolibri oder was bist du? Wir sind fertig mit Planschen und schauen uns jetzt mal noch das Ende vom Wasserfall, Fluss oder was auch immer an. Wir sind zurück von der Wanderung und hier ist ganz schön viel los. Insgesamt waren wir jetzt 12 Kilometer unterwegs und 5 Stunden, aber inklusive ein bisschen Planschen. Und jetzt geht's zurück zum Camper. Stehen schiefer als gedacht, aber naja, für eine Nacht ist okay. Wir haben uns nochmal in unsere Badeklamotten geschwungen und jetzt gehen wir mal zum Fluss runter. Da gibt es eine Treppe und da kann man direkt runtergehen und da kann man, glaube ich, nochmal schön ins Wasser. Und wie war die Abkühlung? Sehr gut. Nicht ganz so kalt wie oben, aber das ist ja eigentlich auch ganz schön. Es war trotzdem auch sehr erfrischend. Nicht ganz so tief, aber da konnte man halt ganz gut einfach ein bisschen drin sitzen. Die Dusche könnte mal ein bisschen sauber gemacht werden und sie war saukalt. Was sagt die Wassertemperatur? Kalt. Und da will jemand Haare waschen. Und wir haben mal Schuhe mitgebracht, weil es hier so staubig ist. Da wären die Füße direkt wieder dreckig, wenn man mit Latschen gehen würde. Es gibt Pizza mit Flussblick. Die Sonne geht unter und es ist Zeit, in den Camper zu gehen. Guten Morgen. Wir sind noch eine Nacht länger auf dem Campground geblieben. Sind nochmal auf einem anderen Platz, der noch ein bisschen schöner war, umgezogen. Und jetzt fahren wir weiter. Erstmal zum Supermarkt, weil wir haben nämlich langsam nichts mehr zu essen. Und dann geht es zu einem Weingut. Dann kamen wir zu einer Brücke, die doch relativ knapp für uns war. Ah, doch, da ist aber ordentlich Luft. Naja,
ordentlich ist relativ. Also mit dem Reifen ist das schon Spacke. Vor allem jetzt. Dann gehen wir mal einkaufen. Wir sind schon 3 Stunden gefahren, unser Ziel aber schon sehr nah. Und jetzt gehen wir zum Jumbo. Der wurde uns nämlich empfohlen als guter Supermarkt. Sind gespannt. Es gibt einfach auch deutsche Produkte. Schokokuchen. Steht original drauf. Jumbo als Supermarkt kann man wirklich empfehlen. Und so füllen wir unsere Vorräte auf und fahren zu unserem nächsten Ziel. Wir stehen jetzt erstmal hier, aber der Stellplatz ist eigentlich woanders. Aber der Besitzer ist nicht da. Irgendwo da hinten soll es sein. Wir sind jetzt hier angekommen. Richtig schön stehen wir jetzt hier zwischen Weinreben von einem Weingut, von einem Schweizer, von Rudi. Und hier gibt es auch ein total nettes Restaurant. Das befindet sich da. Und wir stehen jetzt hier. Genau, heute ist wahrscheinlich leider keine Zeit für ein Wine-Tasting, weil hier gerade Ernte ist und der Rudi noch einiges machen muss. Also nicht nur Tasting, sondern auch eine Tour hätte man sonst machen können, aber dafür ist wahrscheinlich heute keine Zeit. Aber wir werden auf jeden Fall da mal nett essen gehen. Es sieht wirklich ganz toll aus, dass man da unter Weinreben sitzen kann. Ja, das gönnen wir uns dann heute vielleicht mal. Now I hear you cry, it's alright when we're staring at the downtown lights. Fahrtisch ist eingedeckt. So, wir sind jetzt angekommen und ich finde es hier so schön unter den Weinreben. Richtig nett. Sind wir sehr gespannt aufs Essen. Als Aperitif gibt es erstmal einen Cherry Spritz. Als Hauptgericht gibt es Ravioli mit Krabbenfüllung, glaube ich, mit Brokkoli. Es gibt Nachtisch. Auf die Frage, ob wir Schoko mögen, habe ich direkt mit Ja geantwortet, als der auch gefragt hat. Demzufolge gibt es ein Vanilleeis mit Schokobrownie. Okay. Wo kann man mehr bestellen? Mit diesem für uns ganz besonderen Abendessen verabschieden wir uns auch für diese Woche. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Falls es euch gefallen hat, lasst uns doch gern ein Like und einen Kommentar da. Darüber freuen wir uns immer sehr. An dieser Stelle auch noch ein ganz großes Dankeschön für all euren Support. Ob per Like, Kommentar, Abo, Mitgliedschaft oder Spende in unsere Dieselkasse. Das ist wirklich toll und unterstützt uns sehr. Und falls ihr uns weiter auf unserer Reise begleiten wollt, dann seid doch auch gerne in der kommenden Woche wieder mit dabei. Bis dahin!